Der Ultra Trail du Mont Blanc oder einfach bekannt als UTMB ist das Trail-Lauf-Event der Superlative. Jährlich treffen sich dort 10.000 Athleten, um einen der 8 Wettkämpfe zu absolvieren. Bei der Hauptdistanz stellt man sich 170 Kilometer und knapp 10.000 Höhenmeter und besteigt den Mont Blanc in Frankreich, Italien und der Schweiz. Start und Ziel ist die französische Bergstadt Chamonix, wo sich auch dieses Jahr von 28. August bis 3. September wieder Top-Athleten der Herausforderung stellen werden. Hallo und herzlich willkommen bei Baut Sportstech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin nicht in Chamonix, ich bin in Ramsau und was ihr hinter mir seht, ist nicht der Mont Blanc, sondern der Dachstein, der mit seinen 3000 Höhenmetern aber nicht weniger imposant ist. Ich habe heute das große Vergnügen, euch die Apex 2 Pro in der Chamonix Edition vorstellen zu dürfen. Diese Version ist auf 3000 Stück limitiert und ich habe die große Ehre, einer von wenigen sein zu dürfen, der die Uhr testen kann. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Coros. Seit meinem Test der normalen Apex 2 Pro ist einige Zeit vergangen und Coros hat fleißig an der Softwareschraube gedreht und die Uhr um einige Neuerungen erweitert. Genug Grund also, sich die Uhr noch einmal anzuschauen. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Also hardware-seitig ist die Chamonix Edition ident mit der regulären Variante. Man bekommt ein durch Saphirglas geschütztes 1,3 Zoll MIP-Display mit einer Auflösung von 260 x 260 Pixel. Die Lünette ist aus Titan, das restliche Gehäuse aus Kunststoff. Bedient wird die Uhr mit der drehbaren Krone und den beiden Knöpfen bzw. dem Touchscreen. Sie hat die aktuellste Generation des optischen Herzfrequenzsensors, verbindet sich mit allen wichtigen Satellitensystemen, unterstützt Multiband-GPS und hat im Smartwatch-Modus eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Tagen bzw. im normalen GPS-Modus bis zu 75 Stunden. Alle technischen Daten im Detail findet ihr in meinem Testvideo der regulären Variante der Apex 2 Pro.
So viel dazu. Wo die Uhr aber schon mehr auffällt, ist bei der Optik. Die blau glänzende Lünette, die blauen Knöpfe sowie das Armband kombiniert mit dem hellgrauen Gehäuse machen die Uhr schon definitiv zum Hingucker. Inspiriert soll das Ganze übrigens vom Mont Blanc sein, von den höchsten Punkten des Berges, wo schroffe graue Felsen und Gletschereis auf das strahlende Blau des Himmels treffen. Also mir persönlich gefällt die Uhr sehr gut und egal ob ich ein T-Shirt oder ein Hemd getragen habe, sie hat eigentlich immer eine gute Figur gemacht. Ich habe die Chamonix Edition einen Tag bevor ich nach Schladming gefahren bin bekommen und ich habe gewusst, dass Sandal und ich jeden Tag mehrstündige Touren machen werden. Also habe ich mir gedacht, das ist doch der perfekte Zeitpunkt, um den Akku zu testen. Was habe ich gemacht? Ich habe Dualband GPS aktiviert und das Ladekabel einfach zu Hause gelassen. So, ich hoffe, ihr könnt meinen Gedankengängen folgen. Also, was konnte ich erwarten? Im Smartwatch-Modus soll die Uhr ja 30 Tage schaffen. Das heißt, pro Tag verliert die Uhr im Durchschnitt 3,33%. Gestartet bin ich am ersten Tag aber mit 94%. Nachdem ich von Donnerstag bis Sonntagabend aktiv war, musste ich also noch 3,5 Tage abziehen, um auf die maximal zur Verfügung stehende GPS-Zeit zu kommen. 3,5 Tage mal 3,3, das ist das, was ich pro Tag verliere, sind 11,66. Das heißt, ich muss von den 94% die 11,66% abziehen, damit ich die maximal verfügbare GPS-Zeit errechne. Das wären dann 82,34%. Ein voller Akku schafft im Multiband-Modus 26 Stunden. Mit diesen 82,34% sollte ich also 21,4 Stunden schaffen. Wie sah der Akkustand jetzt immer aus? Am ersten Tag bin ich wie gesagt mit 94% gestartet. Nach diesen 2 Stunden 50 hatte ich noch 83%. Das heißt, ich habe 11% verloren. Den zweiten Tag bin ich mit 80% gestartet. Nach der ersten Aktivität hatte ich noch 63%, somit hatte ich 17 Stunden verloren. Die Aktivität dauerte 3 Stunden und 7 Minuten. Und nachdem es am zweiten Tag auch noch eine zweite Aktivität gab, bin ich mit 63% gestartet und hatte am Schluss noch 60. Hier habe ich noch einmal 3% verloren nach 1 Stunde und 33 Minuten. Den dritten Tag bin ich mit 56% gestartet und hatte nach 4 Stunden und 52 Minuten noch 35%. Ich habe am dritten Tag ganze 21% verloren. In den vierten Tag bin ich mit 31% gestartet und hatte nach 4 Stunden und 58 Minuten noch 8%. Das heißt, ich habe am letzten Tag noch einmal 23% Akku verloren. Insgesamt wurden 17 Stunden und 20 Minuten getrackt und 2 Stunden wären noch möglich gewesen. Das heißt maximal 19 Stunden und 20 Minuten. Ich hätte also noch ein bisschen was tracken können. Viel Spielraum mit dieser Einstellung wäre mir aber nicht mehr geblieben. Nachträglich ist mir aufgefallen, dass ich die Herzfrequenzmessung von alle 10 Minuten auf durchgehend umgestellt habe, was der Grund für die etwas kürzere Zeit sein dürfte. Natürlich war mir wichtig zu schauen, wie die Uhr aktuell im Bereich GPS-Messung bzw. bei der Pulsmessung performt und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir fangen an mit einem sehr langweiligen Beispiel, ein klassischer Straßenlauf, nur ein ganz kurzer, ohne großartige Pulsbewegung. Ja, hier zeigt die Epix 2 Pro keinerlei Schwäche. Das Beispiel hier zeigt schon mehr Pulsbewegung, aber auch hier passt die Messung am Handgelenk. Also ich müsste jetzt wirklich kleinlich sein und sagen, ja, aber hier gibt es kleine Unterschiede oder hier ist ein kleiner Zacken nach oben, aber ja, das ist Blödsinn. Also hier war die Leistung grundsolide, man kann da eigentlich nicht viel sagen. Viel spannender ist das dritte Beispiel, das ist ein Traillauf mit ständig wechselndem Puls. Aber auch hier zeigt die Uhr eine starke Leistung. Lediglich einmal im letzten Drittel oder am Anfang vom letzten Drittel misst die Uhr den Puls zu hoch, findet den korrekten Herzschlag aber ein paar Minuten später wieder. Ich muss sagen, bei den paar Läufen, die ich mit der Uhr gemacht habe, war ich im Großen und Ganzen mit der Leistung zufrieden. Es gab kaum irgendwelche größeren Aussetzer. Wie gesagt, solche Beispiele wie hier vielleicht, aber zu 90% hat die Pulsmessung eigentlich immer sehr gut geklappt.
Bei der GPS-Genauigkeit kann ich es auch kurz machen, die ist ebenfalls sehr gut. Ich zeige euch jetzt nur das eine Beispiel hier, weil es sonst auf den anderen Läufen keine großen Ausreißer gibt. Es schaut alles im Prinzip so aus wie hier. Mir ist aufgefallen, dass teilweise die Epix Pro und die Apex 2 Pro, vor allem da, wo die Sicht wirklich gut ist, auf Straße oder generell bei freier Sicht, fast auf einer Linie waren. Also wenn wir hier reinzoomen, sieht man, dass die wirklich komplett nahe aneinander sind. Ich laufe hier auf der linken Straßenseite und ja, hier sieht man die Überlagerung beider Linien. Also sowas habe ich selten bei einem Test gesehen. Und selbst im Wald, wo die Messung sehr schwierig ist, gibt es kaum Ausreißer. Ja, hier und da sieht man, dass die Signale ein bisschen versetzt sind, aber im Großen und Ganzen passt auch hier die Messung. Bei Läufen so wie diesen, wo ich in der Regel so um die 20 Kilometer gelaufen bin, hatte ich am Schluss vielleicht nur eine Differenz von 100 bis 200 Metern maximal. Dieses Video ist ein bisschen anders als meine normalen Testvideos. Das hat einfach den Grund, weil ich die Uhr schon getestet habe und es eigentlich nur farbliche Unterschiede gibt. Es hat aber jetzt speziell im August ein Update gegeben, wo Abbiegehinweise, Custom Watch Faces etc. auf die Uhr gekommen sind und auf die möchte ich jetzt noch gerne eingehen. Was Coros auszeichnet, ist die Tatsache, dass der Hersteller auch auf ältere Uhrenmodelle Updates bringt, beziehungsweise diese sogar mit neuen Funktionen ausstattet. So hat er zum Beispiel beim Frühlingsupdate Brotkrümmelnavigation auf die Pace 2 gebracht und hat diese, obwohl das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dieser Uhr bereits sehr, sehr gut ist, noch weiter aufgewertet. Das aktuelle Update, das vor ein paar Tagen erschienen ist, betrifft auch die Apex 2 Pro und bringt Abbiegehinweise auf die Uhr. Bis jetzt musste man bei Weggabelungen immer nachschauen, ob man am richtigen Weg ist und bekam lediglich einen Hinweis, wenn man falsch abgebogen war. Jetzt meldet sich die Uhr mit einem kleinen Hinweisbild, das anzeigt, in welche Richtung man abbiegen muss. Was aber leider immer noch fehlt, sind Kartenbeschriftungen, so fehlen nach wie vor Straßennamen oder ähnliches. Wie kommen wir nun zu unserem individuellen Watchface? Also wir befinden uns in der App und klicken rechts unten auf unser Profil. Weiters wählen wir die Uhr aus und finden ganz oben den Punkt Watch Faces. Da klicken wir ebenfalls drauf und befinden uns bei den Watch Faces. Hier habe ich in erster Linie meine vorgefertigten Watch Faces, die ich auf die Uhr laden kann, aber auch ganz oben, wenn ich rüber scroll, finde ich den Punkt Benutzer definiert. Diesen wähle ich aus und hier kann ich mir mein eigenes Watchface erstellen. Wir sagen Create Your Own und haben hier die Möglichkeit, unser Watchface zu gestalten. Fangen wir mal mit dem Hintergrund an. Wir klicken auf Background und haben hier vorgefertigte Bilder, die wir auswählen können. Möchte ich jetzt aber nicht. Ich möchte mein eigenes. Ich wähle das Symbol ganz links und sage, wähle ein Foto aus. Ich habe mir auch schon ein schönes Foto überlegt. Und zwar ein Foto von einer Kuh. Wir bestätigen das Ganze und haben jetzt den Hintergrund. Wir klicken auf Widgets und haben jetzt die Möglichkeit zwischen digitalen und analogen Watchface zu entscheiden. Ich entscheide mich für digital und habe hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Was gefällt mir? Ich nehme das hier und wie man sieht, habe ich ganz unten bei dieser Variante die Uhr angezeigt und ringförmig dann meine verschiedenen Datensätze angeführt. Wir sagen Save, benennen das mit Q und bestätigen das Ganze. Und schon habe ich mein Q-Watchface erstellt. Wir sagen Send to Watch und sagen jetzt installieren. Und schon habe ich mein Q-less Watchface auf der Uhr. Ebenfalls neu in der App ist eine Statistikübersicht. Die finden wir, wenn wir unten bei den 4 Punkten auf Aktivitäten klicken. Hier sehen wir eine Übersicht unserer letzten Aktivitäten und ganz rechts oben wählen wir dann Statistiken aus. Hier haben wir die Möglichkeit, unsere gelaufene Distanz, unsere Trainingszeit oder unsere Trainingsbelastung in den Zeiträumen wöchentlich, monatlich und jährlich anzuschauen. Standardmäßig ist das Ganze für alle Workouts ausgewählt. Ich habe aber oben die Möglichkeit, zum Beispiel das Ganze für Krafttraining auszuwählen und sehe dann zum Beispiel statt Distanz, macht ja beim Krafttraining keinen Sinn, die durchschnittlichen Sätze.
Und ganz unten finde ich dann die Threshold Heart Rate Zone Distribution, das heißt, in welcher Herzfrequenzzone ich mich aufgehalten habe, das Ganze prozentuell eingeteilt, und in meinem Fall kann man erkennen, dass ich größtenteils in der aeroben Ausdauer trainiere. Weiters gibt es neue Teiloptionen in der App. So habe ich jetzt die Möglichkeit, Fotos und Statistiken meiner Workouts mit meinen Freunden zu teilen. Ich kann mir Berglauf-Workouts erstellen. Gewisse Daten werden von Coros nach Strava synchronisiert. Aktuell ist das die Trainingsbelastung. Neue Metriken von Stride-Sensoren werden jetzt von der Uhr und der App unterstützt. Und unter der Haube gibt es natürlich auch viele weitere Verbesserungen. Also mir gefällt die Uhr, sie bietet mir sehr viele Trainingsfunktionen, hat solide Auswertungen, GPS ist sehr gut und die Pulsmessung im Großen und Ganzen verlässlich. Die Materialien sind hochwertig, die Uhr ist leicht und für 500 Euro bekommt man schon viel für sein Geld. Die Uhr kann man also durchaus empfehlen, und gefällt einem die Farbe nicht, so hat man ja auch andere Farbvarianten zur Auswahl. Aber jetzt seid ihr gefragt, wie gefällt euch die Uhr? Ist die Farbe toll oder doch zu auffällig? Beziehungsweise was haltet ihr generell von Coros? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare oder kommt in meine Telegram-Gruppe und wir plaudern darüber. Ich würde mich über ein Abo freuen, denn dann unterstützt ihr nicht nur meinen Kanal, sondern ihr verpasst auch zukünftig keine Videos mehr von mir. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.